Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur Folge Nummer 13 auf Sei Kritisch. Heute mit dem Video, welches ihr von mir in den Kommentaren verlangt habt. Und zwar, wir reden heute über die Black Nobility, vor allem über die obere Spitze der Pyramide, weil sich ja viele Mysterien und Gerüchte über diese obere Spitze, wer ist die obere Spitze, wer sind die Familien, die uns kontrollieren und haben sie mit Entitäten Kontakt oder ist das alles nur menschlich? Was wollen sie für uns in den nächsten Jahren etablieren? Ne? Welche Pläne, bla bla bla. Agenda 2030 gibt es ja extrem viel so. Ne? Aber die größte Frage ist immer, wer regiert uns? Und vielleicht warum regieren die uns? Ne? Diese Thematik gehen wir heute auf den Grund. Kurz eins vorweg. Wir werden das heute mit einer PowerPoint-Präsentation machen. Dann brauche ich nicht immer Bilder zeigen, sondern ihr könnt auch den Text gleichzeitig mitlesen. Ne? So, willkommen zum ersten Blatt. Sei kritisch, Folge 13, Black Nobility. Also ganz unten haben wir uns. Ne? Wir sind unten. Wir sind die Population, wir sind die Workers, wir sind die Schafe. Wir müssen unterhalten werden, aber gleichzeitig sind wir auch diejenigen, die das ganze System am Laufen halten. Ne? Gerade durch unsere Arbeit. Dann haben wir auf der linken Seite Religion. Und auf der rechten Seite haben wir Medien und Schule. Also Medien und Schule, geistliche Entwicklung, aber auch in Richtung Arbeiterentwicklung. Mit den Medien und Nachrichten wollen sie uns füttern, wie die Welt auszusehen hat und wer gut ist und wer nicht gut ist. So, auf der linken Seite haben wir Religion, kann sich jeder selbst denken. Religion ist so eine spirituelle Erfüllung, uns zu erzählen, damit wir ruhig gestellt werden können, oder aber, dass die Sklaven immer noch eine Hoffnung haben. So, und wir haben ja schöne Religionsgeschichten, Jesus Christus wird wieder zurückkommen und uns aus dieser misslichen Lage befreien und bla bla bla. So hält sich länger die Sklavenwelt am Laufen. Das hat man damals mit einem Rattenversuch festgestellt. Die Ratten wurden in ein Aquarium geworfen und dort mussten sie halt überleben. Ne? Und viele Ratten sind dann in einer kurzen Zeit ertrunken, weil sie keine Hoffnung hatten. Und jetzt überlegt man das Mindset. Und jetzt kommt jemand und rettet eine Ratte aus dem Aquarium und die anderen Ratten haben das gesehen und mit der Hoffnung, dass vielleicht auch diese Hand Gottes kommt und eine andere Ratte rettet, haben sie es länger erduldet. Sie sind viel länger geschwommen und haben länger überlebt. Und das könnte man jetzt auch mit Religion dahinstellen und sagen, okay, vielleicht durch diese ganzen Erlösergeschichten lassen wir uns das oder machen wir uns das Leben ein wenig erträglicher. Da in der Mitte haben wir dann Government, the Intelligence Community, also die Regierung an sich und dann darunter deren Geheimdienste und darunter dann die Werkzeuge, die sie benutzen für uns und auch gegen uns, ne? Militär, Polizei. Und wenn du dich schlecht benimmst, dann kommst du ins Gefängnis oder kommst ins Gerichtssaal und dann, wir wissen es ja. So, und das ist eigentlich, sage ich mal, unsere Welt spielt sich alles im ersten Abschnitt schon ab. Also mit der Population und dann mit der World Population Control. Mehr tun wir eigentlich nicht. So, darüber sind dann die Konzerne, denen alles gehört, aber wir haben ja keinen Kontakt eigentlich zu den Konzernen, sondern eigentlich nur zu den Produkten. Darüber finden wir dann das World Financial Control, also die Weltfinanzierungskontrolle, mit Zentralbanken, mit Tax Revenue, also mit Steuereinnahmen, Interesseinnahmen, also die ganzen Gelder, die dann gespendet werden, so, ne, für deren Interessen. Ja, World Bank links und rechts Bank of International Settlements, das ist genau das, woher wir unser Geld bekommen und wie unser Geld gerecht aufgeteilt wird. So. Darüber haben wir dann die Think Tanks und Think Tanks ist eigentlich sowas wie, ich würde es genauso stark sagen, das sind eigentlich diejenigen oder die Gruppen, die für uns die nächsten Jahre planen, welche NGOs finanziert werden. Zum Beispiel, wir wollen Woke, dann machen die einen Plan, okay, wir machen jetzt mehr Woke. Die wollen mehr rechts, okay, wir machen ein paar Pläne, paar bla bla bla, ne, wir machen ein paar False Flag Sachen, bam, die Leute sind auf rechts. Oder wir wollen mehr, dass die Jugend pervers wird. Das sind die Konstrukte, die sich die ganzen Pläne ausdenken, so in welche Richtung wir uns haben wollen. Also, ne, in welche Richtung sie uns lenken wollen. Da haben wir ja verschiedene Sachen. Club of Rome, Roundtables, Bilderberger Gruppe und das sind eigentlich so die nächsten 10 Jahre, sage ich mal, planen, ne? Politisch, aber auch spirituell und auch geistlich, ne? So, und darüber, und das habe ich ja vorhin gesagt gehabt, und darüber befindet sich meiner Meinung nach die obere Pyramide, okay? Und da haben wir Committee auf 300, Crown Council auf 13 und World Monarchen und natürlich das Auge. Wer ist das Auge? Keiner weiß. Gehen wir auf den Grund. Jetzt kommen wir zum zweiten Blatt, und zwar die Frage,
Was ist die Black Nobility? Die schwarze Aristokratie bezeichnet eine Gruppe von oligarchischen Familien aus Venedig und Genua, Italien, die bereits im 12. Jahrhundert durch privilegierte Handelsrechte, also Monopole, eine dominante Stellung in Europa innehatten. Im Zeitraum von 1063 bis 1123 fanden die ersten 3 Kreuzzüge statt, die die Macht der venezianischen schwarzen Aristokratie stärkten und den Einfluss der reichen, herrschenden Klassen festigten. Und nein, die Kreuzzüge wurden nicht benutzt, um den Christentum oder auch andere Religionen zu verteidigen, okay? Alle Kreuzzüge wurden als Psyops, psychologische Operationen bezeichnet, um diese Machtstruktur zu fördern. Die schwarze Aristokratie in Venedig erlangte 1171, ich sage immer 1171, das geht für mich schneller, vollständige Kontrolle, als die Ernennung des Dogen, der höchsten Amtsperson, an den Großen Rat übergeben wurde, der hauptsächlich aus Mitgliedern der kommerziellen Aristokratie bestand, zu denen auch die berühmte Medici-Familie gehörte. Venedig blieb bis heute unter der Kontrolle dieser Familien, deren Einfluss weit über die Grenzen Italiens hinausreicht und heute in jedem Teil der Welt spürbar ist. Nicht zu vergessen, unser modernes Banksystem stammt auch aus Italien. Im Jahr 1204 teilte die oligarchische Familie feudale Gebiete an ihre Mitglieder auf, was die Macht und Einflussnahme weiter verstärkte, bis die Regierung zu einer geschlossenen Kooperation wurde, die von führenden Familien der schwarzen Aristokratie kontrolliert wurde. Mehr dazu findet man in den Werken von Dr. John Coleman, wie zum Beispiel Black Nobility Unmasked Worldwide, mache ich alles in Quelle rein, und Conspirators Hierarchy, The Story of the Committee of 300 von 1992, alles in Quelle. Eine Frage, die aufgeworfen wird, ist die Geschichte von Christoph Kolumbus, da kommen wir später zu, sei erfunden, genauso wie die Geschichte über Marco Polo, also über die Kolonialentdeckungsreisen, ne, dieser gewissen Personen. Die schwarze Aristokratie verdiente sich ihren Titel durch unlautere Methoden wie zum Beispiel Morde, Erpressung, das Bankrottmachen von Konkurrenten oder Unternehmen, Entführungen und Vergewaltigungen. Wenn die Bevölkerung gegen ihre Monopole in der Regierung aufbegehrte, wurden die Anführer des Aufstands schnell gefasst und brutal gehängt. Diese Familie setzte sich durchgehend geheime Morde, Erpressung, Sabotage und andere skrupellose Methoden ein, um ihre Ziele durchzusetzen. Das erklärt auch ihren Namen, schwarze Aristokratie. Es ist ein Titel, den man sich im wahrsten Sinne des Wortes ermorden musste. Ihr Logo ist der schwarze Adler, auch mal doppelköpfig oder als Phönix aufzufinden. So, deswegen Heiliges Römisches Reich, Deutsches Reich, aber auch Albanien und alles haben ja immer einen Doppelkopfadler oder einen normalköpfigen oder einen einköpfigen schwarzen Adler. Aber es repräsentiert die schwarze Aristokratie. Oder als Phönix aufzufinden. Das wäre jetzt meine Interpretation, dass der Phönix die ganze Welt verbrennen muss, bevor er sein eigenes Utopia erschaffen kann, denn am Ende der Legende verbrennt auch er sich selbst und steht aus der Asche wieder auf. Und das würde meiner Meinung nach ganz gut passen zu dieser New World Order. So, jetzt fragt ihr euch, wer ist wahrscheinlich die oberste Pyramide? Das Ding ist, das kann man nicht immer genau sagen, eins vorweg, weil meiner Meinung nach muss man ja trotzdem sagen, wir haben ja Council of 300, also wir haben 300 Subfamilies, ne? Das sind Kleinfamilien, gehören aber auch zu dieser Machtstruktur. Dann haben wir Council of 13, wo viele Theoretiker behaupten, okay, es sind vielleicht nur 13 bis 18 Blutlinien, die alles kontrollieren, und darüber haben wir die World Monarchen. Die World Monarchen sind heute nicht mehr in Macht, offiziell. Denn viele World Monarchen, werdet ihr auch später herausfinden in diesem Video, haben ihren Adelstitel schon lange Zeit abgegeben. Bedeutet für mich trotzdem nicht, dass sie ihre Macht auch gleichzeitig abgegeben haben, weil es gibt zwar Familien, die weniger Reichtum haben als damals, ne, 100 Millionen Vermögen von einer Schätzung von 50 Milliarden am Anfang, trotzdem ist es die Macht, die dahinter ist, und nicht nur Geld spielt eine große Rolle in der obersten Pyramide, sondern auch die Stellung und gleichzeitig auch vielleicht die Verbindung zu höheren Entitäten, okay, merkt euch das bitte. Reden wir über die Spitze der Pyramide, und zwar die World Monarchen. Also 13 bis 18 Blutlinien der Weltmonarchen, materielle Welt, habe ich extra hintergeschrieben, die alles kontrollieren.
Diese 13 bis 18 Dynastien bilden das Rückgrat der globalen Elite. Sie haben durch strategische Ehen, Kriege und Finanzimperien die moderne Weltordnung geprägt. Von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart kontrollieren sie Ressourcen, Politik und Kultur oft unsichtbar durch Stiftungen, Banken und internationale Organisationen. Die sind alle alphabetisch sortiert, also die Zahlen bedeuten nicht, dass das die erststärkste Familie ist und so, okay? Da haben wir House of Aldobrandini, Italien. Also eine der Black Nobility Linien, die seit dem 16. Jahrhundert durch päpstliche Allianzen aufstieg und Jesuitennetzwerke knüpfte. Jesuiten sind die Armee vom Vatikan, sowas wie die CIA für Amerika, okay? Sie kontrollieren heute geistliche und finanzielle Ströme im Vatikan, was globale Bildung und Medien beeinflusst. Ein unsichtbarer Faden in der EU-Politik. House of Bernadotte, Schweden. Gegründet 1818 durch einen napoleonischen Marschall, der als Adoptivsohn des schwedischen Königs gewählt wurde, um das Land vor Russland zu schützen. Heute unter Karl dem 16. Gustav wirken sie in skandinavischer Neutralität und Tech-Industrien, zum Beispiel Ericsson, die NATO und Klimapolitik stabilisieren. Sony Ericsson kennt ihr alle, ne? So, und diese Firma ist einfach nur Ericsson. Eine kleine Randnotiz: Viele spekulieren darauf, dass die Familie Trump auch von diesen Bernadotte-Familien abstammt und das auch gleichzeitig irgendwo erklärt, warum er meiner Meinung nach nicht nur als Präsident gewählt worden ist, sondern warum man ihn aber trotzdem so viel machen lässt. Also Trump spielt ja echt eine besondere Rolle in diesen ganzen zionistischen Welteroberungszielen, ne, die Zerstörung Edoms, was weiß ich. Wenn ihr euch darüber informieren wollt, am besten immer trau keinem Promi, weil der geht da halt sehr intensiv immer drauf ein. Aber Donald Trump hat sehr viel Macht, wo viele Leute ihn diese Macht absprechen würden und sagen würden, ja, aber das ist die Macht der Hintermänner. Ich glaube nicht daran, sondern ich glaube, dass das schon gezielt ist wegen dieser Blutlinie, okay? So, House of Bourbon, Spanien und Frankreich. Ursprung im 10. Jahrhundert, etabliert durch Henry IV. Im 16. Jahrhundert als französischer Thronfolger nach Religionskriegen. Felipe IV. Sichert spanische EU-Interessen und Lateinamerika Einfluss, wo Bourbon-Nachkommen in Rohstoffen und Diplomatie wirken, essentiell für globale Handelsabkommen. Dann das House of Grimaldi, Monaco, seit 1297 durch einen kühnen Palaststurm an der Macht. Eine der ältesten Dynastien Europas, Albert II. Managt ein Finanzzentrum mit Steuergeheimnissen, das Milliarden Eliten anzieht und durch Events wie den Grand Prix kulturelle Softpower ausübt. Ein Knotenpunkt für globale Geldflüsse. Grand Prix kennt ihr, ne? Formel 1. House of Habsburg, Österreich, Ungarn. Für mich vielleicht eine der stärksten Familien überhaupt, die es jemals gab. Als Randnotiz: Durch die Devise Bella Grand Ali to Felix Australian Noob, heirate dich glücklich, zu Europas Supermacht aufgestiegen seit dem 15. Jahrhundert. Ihr Erbe formt heute EU-Neutralität und osteuropäische Allianzen mit Nachkommen in Banken, die Migration und Energiepolitik lenken. Habsburger kennt ihr wahrscheinlich von den Bildern von dieser Inzestfamilie mit dieser komischen Fresse, ne, dieser Habsburger. Und man geht halt davon auch aus, dass Mark Zuckerberg auch vielleicht zu den Habsburgern gehört. Da gibt es ein paar Insider, die haben Bücher darüber geschrieben und die hatten extrem viel Macht, zum Beispiel Habsburger. Kriegen wir später heraus, was für Allianzen die geschlossen haben. Verrückt. Dann Haus auf Hohenzollern in Deutschland, seit 1066, aber entscheidend durch Friedrich den Großen im 18. Jahrhundert für Preußens Aufstieg. Präsident Georg Friedrich beeinflusst deutsche Industrien, zum Beispiel Automobilsektor und EU-Verteidigung, was die wirtschaftliche Stabilität Europas sichert. Haus auf Liechtenstein, 1719 durch Erwerb des Fürstentums gegründet, profitieren sie vom Bankgeheimnis im 20. Jahrhundert. Hans Adam II. Regiert durch Sohn Alois, hält ein Vermögen in Treuhändern, das globale Finanzströme zum Beispiel gegen Steuerhinterziehung beeinflusst und EU-Reformen antreibt. Haus of Oldenburg, Glücksburg, Dänemark, Norwegen, seit dem 15. Jahrhundert durch dänische Thronfolgen etabliert, erweitert durch griechische und norwegische Zweige. Frederik X. und Harald V. fördern erneuerbare Energien und nordische Wohlfahrtsmodelle, die EU-Klimaziele und Handelsabkommen zum Beispiel mit Asien vorantreiben. House of Orange, Nassau, Niederlande, im 16. Jahrhundert durch Wilhelm den Schweiger gegen spanische Herrschaft geführt, Gründer der holländischen Unabhängigkeit.
Willem Alexander lenkt den weltgrößten Hafen- und Kolonialvermögen, was Tech-Innovationen, zum Beispiel Halbleiter und EU-Handel, dominiert. House of Rockefeller, USA. 1870 durch John D. Rockefellers Ölmonopol Standard Oil reich geworden, zerbrochen 1911, aber durch Stiftungen weiter mächtig. Die Rockefeller Foundation gründet UN und WHO, formt heute globale Gesundheitspolitik und Philanthropie, ein Motor für Nachhaltigkeitsinitiativen. House of Romanov, Russland, 1613. Nach der Zeit der Wirren gewählt, bauten sie das größte Reich der Welt auf. Präsidentin Maria Wladimirovna wirkt orthodoxen Netzwerken und Energiemärkten, beeinflusst Russlands EU-Beziehungen und globale Gasversorgungen. Und vorhin hatte ich ja über Trump geredet. So, und was sagt man über Melania Trump? Dass sie das verlorene Kind Anastasia, kennt ihr Anastasia, diesen Film von Pixar? Sie soll die Blutlinie von Anastasia sein. Also eine Enkelin von Anastasia oder die Tochter von Anastasia. Auf jeden Fall gehört sie zum Haus Romanov. Und jetzt überlegt mal, wir haben das Haus Bernadotte und wir haben das Haus Romanov. House of Rothschild, Europa, USA, ab 1716 durch Meyer Amschel als jüdische Bankierfamilie in Frankfurt gestartet, finanzierten sie Kriege und Revolutionen. Mit einem Vermögen in Wein und Investments lenken sie Zentralbanken und Krisenhilfen, zum Beispiel Ukraine, als Schattenelite der Finanzwelt. Und Rothschild und Rockefeller sind ja richtig gut miteinander, ne? Also da haben wir auch wieder zwei Häuser, die sehr, sehr mächtig zusammenarbeiten. Dann das House of Saud, Saudi-Arabien, 1744 durch Allianz mit Wahhabiten gegründet, 1932 zum Königreich vereint. König Salman kontrolliert Ölreserven und islamische Allianzen, was Klimaverhandlungen, zum Beispiel OPEC und Nahoststabilität diktiert, zentral für globale Energiepreise. House of Savoy, Italien, seit dem 11. Jahrhundert entscheidend durch Vittorio Emanuele II. Für die italienische Einigung 1861. Ihr Erbe in Industrie, zum Beispiel Fiat und Mode, formt EU-Wirtschaft und Migration mit Nachkommen in politischen Netzwerken. House of Windsor, Vereinigtes Königreich, 1917, umbenannt aus Saxe-Coburg-Gotha während des Ersten Weltkriegs, um Loyalität zu signalisieren. Charles III. Leitet den Commonwealth, 2,5 Milliarden Menschen und Finanzzentren, was britisches Interessen in Handel und Kultur weltweit sichert. Und zu guter Letzt das House of Orsini, Italien, als päpstliche Nobility. Seit dem 8. Jahrhundert produziert sie mehrere Päpste und kontrollierten Rom. Heute wirken sie in vatikanischem Finanzen- und Black Nobility-Netzwerk, beeinflussen globale Ethik und Diplomatie. Und eine Randnotiz: Pepe Orsini, der graue Pope, ne, der kontrolliert komplett Vatikan, ne, sagt man so in der Theorie. Wie viel waren das jetzt? Ich glaube 18, ne? 18 oder 16 große Familien. Natürlich gibt es noch andere Familien, die man jetzt dazu sagen könnte. Medici-Familie, Farnese, Colonna von den italienischen, aber die kommen nachher, weil ich glaube immer, wenn wir uns das Bild nochmal angucken, wir sehen nur die vordere Seite der Pyramide. Wir wissen aber, eine Pyramide hat 4 Seiten. Und deswegen glaube ich, dass es überall auf der Welt wahrscheinlich dann 4 Pyramidenseiten gibt. Die gehen halt immer stark nach Numerologie. Auch immer mit 13 Familien da, 300 Familien da, ist dies, das, jenes. Aber die World-Monarchen in meinen Augen bleiben immer dieselben. Deswegen werdet ihr vielleicht auch bei anderen Leuten, ne, die diese Theorie aufgestellt haben, halt auch eine ganz andere Liste an Familien finden, okay? So. Dann eine spezielle Familie, weil ich fand die extrem interessant, vor allem weil wir aus Deutschland kommen. Und zwar ist das Haus Gülf-Welfen, okay? Das Haus Welfen ist eines der ältesten und prominentesten Hochadelsgeschlechter Europas, das auf das 8. Jahrhundert zurückgeht. Ursprünglich aus dem Raum um Welf, Bayern, stieg diese Dynastie im Hochmittelalter zur Macht im Heiligen Römischen Reich auf. Sie stellte Herzöge von Bayern und Sachsen und opponierte gegen die Staufer, wodurch sie auch einen Kaiser stellte. Im Laufe der Neuzeit gelang den Welfen den Aufstieg zu Kurfürsten und Königen von Hannover sowie zu Königen von Großbritannien und Irland. Ihr derzeitiges Oberhaupt ist Ernst August von Hannover. Historisch zeichnen sich die Welfen durch weltreiche Heiratsallianzen und Verbindungen mit anderen Adelsgeschlechtern aus, was ihre Relevanz und ihr Vermögen innerhalb der europäischen Monarchie sicherte. Und irgendwann wurde diese Familie umbenannt in Haus Hannover und die Verbindung vom Haus Hannover zu dem Haus Windsor, okay? Blatt Nummer 5. Eine der bedeutendsten Verbindungen zwischen dem Haus Gülf und der modernen europäischen Monarchie besteht in der Linie des Hauses Windsor, der heutigen britischen Königsfamilie. Diese Familie geht zurück auf das Haus Hannover, welches im 18. Jahrhundert die britische Krone übernahm.
Das Haus Hannover war ein deutsches Adelsgeschlecht, das durch Heiratspolitik und dynastische Verbindungen im 18. Jahrhundert in den Besitz der britischen Throns gelangte. Die Verbindung zwischen dem Haus Hannover und dem Haus Gülf wurde durch die Erbfolge und Heiraten in den Jahrhunderten zuvor hergestellt. Die britische Königin Victoria 1819 bis 1901, ihr seht sie auf dem Bild, deren Nachkommen heute das Haus Windsor bilden, war direkt mit dem Haus Hannover verwandt. Victoria war die Enkelin von Ernst August von Hannover, der ebenfalls ein Mitglied des Hauses Gülf war. Ursprünglich war das Haus der britischen Monarchie als Haus Sachsen, Coburg und Gotha bekannt, bis es im Jahr 1917 aufgrund des Ersten Weltkrieges und der antideutschen Stimmung in Großbritannien seinen Namen in Haus Windsor veränderte. Doch die Verbindung zum Haus Hannover und damit zum Haus Gülf blieben bestehen. Prinz Albert, der Ehemann von König Victoria, stammte aus dem Haus Sachsen-Coburg, aber die britische Krone wurde von den Hannoveranern übernommen, als George I. von Hannover 1714 den Thron bestieg. George I. war ein direkter Nachkomme des Hauses Gülf, was den Ursprung des Hauses Windsor und seine Verbindungen zur schwarzen Aristokratie verdeutlicht. Jetzt kommen wir zu dem päpstliche geistige Blutlinie. So, da habe ich mir die wichtigsten Familien rausgesucht, weil wir haben jetzt über die 13 bis 18 Blutlinien der World Monarchen geredet, aber gleichzeitig ist auch diese Macht eine sehr, sehr große Macht, und zwar regieren sie über das Geistige, wie ich bei den World Monarchen darüber geschrieben hatte, dass sie das Materielle kontrollieren. So, jetzt haben wir hier House of Aldobrandini, House of Chigi, House of Colonna, House of Farnese, House of Massimo, House of Medici, House of Orsini und House of Pallavicini. So, ich werde jetzt nicht jede Familie nennen, aber ich werde auf jeden Fall die wichtigsten Familien nennen, weil das sind einfach Orsini, Medici und Massimo. Und ich würde trotzdem noch nennen, ich denke, Farnese ist auch sehr, sehr wichtig. Diese Black Nobility Familien der römischen Adel, loyal zum Papsttum, beherrschen das geistige Eigentum von religiösen Dogmen über Bildung bis hin zu Medienrechten und Patentrechten. Seit dem Mittelalter weben sie Narrative, wie die weltliche Mächte legitimieren, und wirken heute durch den Vatikan, Jesuiten und kulturelle Institutionen als unsichtbare Ideologie-Architekten. Haus Colonna ist zum Beispiel seit dem 11. Jahrhundert Kreuzzugskämpfer und päpstliche Wächter, produzieren sie Päpste wie Martin V. Heute schützen sie vatikanisches Archivgut, und Ideologien beeinflussen Diplomatie und historische Narrative in globalen Konflikten. Dann haben wir das House of Farnese, im 15. Jahrhundert durch militärische Erfolge und Papst Paul III. Aufgestiegen, Gründer des Jesuitenordens. Ihr Einfluss auf geistiges Eigentum erstreckt sich auf Bildung und Kunst, wirkt heute in katholischen Netzwerken und Ethikstandards. Und zum Jesuitenorden muss man ja auch nochmal sagen, wenn wir das glauben wollen, nach der Pyramide, dann ist der Jesuitenorden definitiv höher als alle Geheimdienste der Welt, und alle arbeiten für die Jesuiten, so, ne? Dann House of Massimo, Italien, als Prinzen der Fürsten, seit dem 13. Jahrhundert mit Wurzeln in die Römische Republik. Sie hüten päpstliche Geheimarchive und wirken in Medien, formen religiöse und kulturelle Identitäten, die globale Moralvorstellungen prägen. Haben wir auch schon wieder Geheimarchive. House of Medici habe ich euch vorgelesen. House of Orsini habe ich euch, glaube ich, auch schon vorgelesen. Ja, das würde ich so sagen. Auf jeden Fall, das sind die päpstlichen Blutlinien. Kommen wir weiter zum nächsten Blatt. Kommen wir jetzt zu den nennenswerten Familien aus Afrika und Asien. Diese Dynastien aus Afrika und Asien fungieren als regionale Puffer und Ressourcenwächter, die das globale Machtgefüge stabilisieren. Durch Rohstoffe, Allianzen mit dem Westen und kulturelle Kontinuität. Sie verbinden lokale Traditionen mit internationaler Politik, oft als Gegenpol zu Kolonialerben. House of Alauid, Marokko. Seit 1631 durch islamische Reformen etabliert, widerstanden sie Kolonialismus. König Mohammed VI. Kontrolliert Phosphatressourcen und Maghreb-Handel, sichert EU-Migrationsabkommen und afrikanische Stabilität. House of Dlamini Eswatini, seit 1750 durch Sopusa I. im Zulu-Konflikt gegründet, absolute Monarchie. König Mswati III. Managt Diamanten- und Landrechte, balanciert südafrikanische Einflüsse und fördert regionale Sicherheit. House of Merina, Madagaskar. Im 18. Jahrhundert durch Adriana Memporimina vereint, vermittelte sie Kolonialverträge. Ihr Erbe in Biodiversität und Bergbau wirkt in UN-Umweltinitiativen, sichert afrikanische Ressourcenflüsse.
House of Moshu Moshu, seit 1822 durch Moshu Moshu I. gegen Buren gegründet, Allianz mit Briten, König Letzi III. Schützt Wasserressourcen für Südafrika, stabilisiert Bergregionen und EU-Entwicklungsprogramme und vergisst nicht, Südafrika, eine der größten Lithiumminen und Goldminen auf der Welt, ne? Und unsere ganze Technik beruht sich auf Lithium und auf Gold. Dann haben wir das Haus der Asiaten, dann haben wir den asiatischen Kontinent, House of Al-Nahyan, Vereinigte Arabische Emirate, seit 1793 im Golf etabliert, Buben durch Öl seit 1960, Scheich Mohammed bin Zayed kontrolliert Abu Dhabi Finanzen, fördert Abraham-Abkommen und Asienhandel zentral für Energiediversifikation, House of Chakri, Thailand. Könnt ihr euch noch erinnern, als es Corona war, da ist doch der König von Thailand ist doch nach München eingeflogen mit seinen 42 Huren oder so. 1782 durch Rama I. nach Ayutthaya Zusammenbruch gegründet, König Vajiralongkorn, sichert Tourismus und Asien-Stabilität, balanciert China-US-Rivalität in Südostasien. So, House of South habe ich euch vorgelesen und für mich eine der krassesten Familien, House of Yamato in Japan, mystisch seit 660 vor Christus kann man ihre Blutlinie nachverfolgen. Modernisiert durch Meiji 1868, Kaiser Naruhito, symbolisiert Tech, Hegemonien, Sony, Toyota, Toshiba, Nintendo, alles gehört dem Haus Yamato, treibt CPTPP-Handel und Pazifik-Sicherheit voran. Und jetzt eine Randnotiz, weil das extrem interessant ist, und zwar kontrolliert Japan auch das Gewässer zwischen Taiwan und China. Und jedes Schiff, was da durchfährt, muss Tribut zahlen. Und wir reden hier nicht von kleinen Tributen. Wir reden direkt Tribute an das Haus Yamato. Nur alleine für die Nutzung des Gewässers. Das wurde in ein Abkommen gesichert. Kommen wir zurück zur Pyramide. Jetzt habe ich euch ein bisschen was darüber erzählt. Also die World-Monarchen, die oberste Spitze. Crown Council of 13 werden wahrscheinlich irgendwo vielleicht die päpstlichen sein, aber auch sich teilen mit Asien und Afrika. Und bei Committee of 300 ist halt immer sehr, sehr schwer. Das kann jede Familie sein, ne? Wir haben 300 Familien, es kann mehr sein, es kann weniger sein, wechseln sich auch ab und zu mal, ne, in den Machtstrukturen. Es kann sein, dass Familien aus dem Committee of 300 auch im Crown Council of 13 sind oder erhoben werden anhand ihrer Wichtigkeit oder ihres Vermögens. Und eine Familie, die oben war, geht dann runter, ne? Deswegen ist das immer ganz, ganz schwer zu sagen. Aber ich würde trotzdem sagen, die oberste Pyramide kontrolliert eigentlich alles darunter. Und weil wir wissen sollten, wie die Familien sich anhand Ereignissen etabliert haben, habe ich euch ein paar Sachen rausgesucht. So, Blatt 7 Schlüsselereignisse. Erstens haben wir die Gründung und Finanzierung von Kolonialreichen 15. bis 17. Jahrhundert, okay? Im 15. Jahrhundert spielte die Medici-Familie eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Entdeckungsreisen, insbesondere durch ihre Unterstützung von Amerigo Vespucci, dem Entdecker, nach dem Amerika benannt wurde. Vespucci, der eng mit der Medici-Familie verbunden war, prägte den Begriff Neue Welt für den amerikanischen Kontinent und trug so maßgeblich zur Wahrnehmung Amerikas als ein neues, entdecktes Territorium bei. Die Medici als Bankier der Renaissance finanzierten nicht nur künstlerische und wissenschaftliche Projekte, sondern auch die Reisen von Entdeckern, wodurch sie das Fundament für den westlichen Expansionismus legten. Die Gründung von Amerika als wirtschaftliche Kooperation war ein strategischer Schritt, um den Rohstoffreichtum und die Arbeitskraft des Kontinents zu nutzen. Durch die Etablierung Amerikas als Firma konnten europäische Eliten, darunter auch die Medici, den Zugang zu den neuen Märkten kontrollieren und die wirtschaftliche Ausbeutung der Bevölkerung absichern. Die Idee, Amerika als einen wirtschaftlichen Konzern zu gründen, war nicht nur eine politische Entscheidung, sondern auch eine Möglichkeit, die Kolonialisierung zu legitimieren und den Einfluss der europäischen Finanzhäuser, insbesondere der Medici, auf den neuen Kontinent auszuweiten. Diese Strategie ermöglicht es, Ressourcen und Arbeitskräfte zu monopolisieren, was langfristig zu einem wirtschaftlichen und politischen Dominanzsystem führte, das bis in die heutige Zeit reicht. So, Fun Fact: Warum gibt es die Geschichte über Christoph Kolumbus? Und zwar könnt ihr nachlesen, nachgoogeln, wenn ihr an die jüdische Theorie glaubt, dann wurden ja die Juden aus fast jedem Land rausgeschmissen. Ne? Das ist ja Fakt. Und ein Land,
ungefähr 1480 oder 1475, so um den Dreh, wurden die Juden aus Spanien rausgeworfen und Christoph Kolumbus war ein spanischer Jude und aus dem Grund haben sie dann in der Geschichte erzählt, dass Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hat, um erstens die Juden davor zu schützen und gleichzeitig auch über die Wahrheit, dass die Entdeckung Amerikas eigentlich als ein Projekt gesehen worden ist oder etabliert worden ist, um das zu erfüllen oder erreichen, das, was ich euch gerade erzählt habe, ne? Dass Amerika ein Konzern ist und dass man dann halt darüber alles steuern will, so als längerer Arm. So Freunde, das soll der erste Part gewesen sein. Ich möchte das Video gerne in 2 Parts aufteilen, weil ich denke, dass wir sehr, sehr viel Informationen gelernt haben und man braucht auch ein bisschen Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Hinsichtlich möchte ich euch darauf hinweisen, dass ich natürlich meinen Text, den ich vorgelesen habe und auch andere Quellenangaben unten in der Videobeschreibung dargelassen habe, damit ihr das nochmal nachlesen könnt. Und dann sehen wir uns zum zweiten Part, da wo wir weitermachen mit den Schlüsselereignissen und dann geht es weiter in die höhere Theorie. Sind es Entitäten vielleicht, die den Menschen das beigebracht haben, wie man die Menschheit lenkt und was können wir daraus lernen und was sollten wir dagegen eigentlich tun? Weil das ist ja am Ende des Tages irgendwo unsere Frage, was können wir dagegen machen, so, ne? Ansonsten, ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen. Gerne in die Kommentare schreiben, was ihr bis dato davon hält und dann sehen wir uns zum nächsten Part. Seid kritisch und sei kritisch.